Brauchst du auch manchmal ganz schnell noch ein paar besonders schöne Grußkarten? Dann habe ich heute wieder was für dich. Diese Danke-Karten lassen sich sehr schnell anfertigen und die Beschenkten haben sicher länger Freude daran. Dreieckskarte oder Tippi-Karte, Zeltkarte, nenn sie wie du magst. Man kann sie flach falten und in einen normalen Umschlag stecken oder dekorativ hinstellen. Dazu meine Anleitung heute kurz und knackig. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Ich bin unabhängige Stampin'-Up-Demonstratorin. Ich habe eine Anleitung für dich für diese Dreieckskarte und das Ganze heute kurz und knackig. Wenn du auf meinem Kanal keine weiteren Ideen verpassen möchtest, dann abonniere ihn doch am besten. Klicke auf die Glocke neben dem Abo-Button, dann verpasst du keine meiner weiteren Videos. Das kostet dich nichts und du hast viele Ideen. Okay, es geht los. Kurz und knackig heißt, wir verquatschen uns gar nicht. Ich zeige einmal, was zuzuschneiden ist für diese Karte und wie sie zusammengesetzt wird. Und dann kannst du das ganz schnell in 0, nix nachbauen. Ich möchte aus einem A4-Blatt 2 Karten bekommen und habe deswegen das Grundmaß für ein Feld 9,9 mal 9,9 cm. Du kannst es erweitern oder verkleinern. Ich denke, damit komme ich rationell aus einem Blatt 2 Karten. Besser geht nicht. Also 9,9 mal 9,9 cm ein Feld und ein zweites Feld 9,9 mal 19,8 cm. Und das faltet sich in der Mitte, wie du dir denken kannst, bei 9,9. Falte es rum, schaue, dass es genau passt, ziehe meine Faltlinie nach und das war es auch schon. Und jetzt brauche ich Diagonalen auf diesem Feld von der Spitze oben ausgehend einmal nach rechts und einmal nach links. Ich lege das ganz genau hier ein, genau auf die Linie, halte es rechts gut fest, links gut fest, siehst du. Ich bin schon wieder seitenverkehrt drauf, die eine Seite und die andere Seite schön exakt, umso besser faltet sich das Ganze nachher. Die Karte ist wirklich ganz schnell gemacht. Ich habe da innerhalb von 2-3 Stunden 25 Stück gemacht, also du siehst, das geht flink. Und das kurze kleine Feld, das Quadrat, 9,9 mal 9,9 cm, bei dem ziehe ich auch eine Diagonale. Viel mehr passiert nicht. Ich falze jetzt die Felder, schaue, dass die gut aufeinander liegen. Hier vorne muss das so einen kurzen Abschluss geben, links und rechts. Genau. Wunderbar. Ich habe es in weiß gestaltet. Ich zeige dir gleich warum. Jetzt brauche ich etwas Klebestreifen, entweder Klebestreifen oder Klebstoff. Ich nehme jetzt hier mal den Snail, mache den Deckel ab, ist immer ganz gut, klebt sich besser. Und ziehe einmal hier oben nach links und nach rechts und einmal quer rüber. Praktisch so ein Dreieck Klebstoff und klebe das jetzt hier hinten genau in dieses Feld rein. Du siehst das Quadrat, die Schrägen hier genau rein. Wunderprima, passt. Ich falte es in der Mitte, nochmal mein Falzbein drüber gehen lassen. Genau, so schaut das schon aus. Jetzt nehme ich einen Magneten, einen doppelseitigen zum Kleben, Scheibenmagneten und klappe jetzt hier vorne beide Felder übereinander, so schräg. Und setze innen rein, hier drunter auf diese Seite, den Magneten. Mache ich deswegen so, weil ich die immer mit viel Papier zwischen haben möchte, dass die nicht versehentlich ausreißen. Und die andere Seite werde ich hier vorne draufsetzen. Also ziehe ich wieder die Klebefläche ziehe ich ab, halte meine Karte in der Form, wie sie am Ende fertig ist und werfe meinen Magneten drauf. Und schon passt das. So, und wenn ich das an dieser Stelle gemacht habe, dann kann ich auch schon als nächstes mein Designerpapier nehmen. Und in dem Fall habe ich mir zugeschnitten 3 Quadrate in 9 mal 9 cm und habe sie diagonal geschnitten, also zerschnitten. Dadurch erhalte ich die Dreiecke, die lege ich jetzt 2 hier innen drauf und lasse ich gleich mal so rumliegen. Und ich habe hier natürlich noch ein paar mehr Teile. Und außen klebe ich eins hier in die Mitte
oder 2 sozusagen und 2 schräg. Und das war es auch schon. So, hier nochmal zum Zeigen. So geklebt. Jo, und dann ist die Karte fertig. Hier, deswegen habe ich es weiß gelassen. Du könntest auch einen farbigen Karton nehmen und es dann in 2 weiße Dreiecke reinkleben. Oder schneidest dir ein Quadrat in 9 x 9 cm und teilst es diagonal. Ja, das Feld, Innenseite, Außenseite und jetzt wieder zusammen aufgestellt und fertig ist das. Was habe ich dann noch gemacht? Ich habe dann noch mir gestempelt, ein kleines Feld mit dem Dankeschild hier vorne mit Abstandsklebepunkten aufgeklebt und dann hier eine Blüte mit der tollen neuen Blätter- und Blütenstanze hier angefertigt. Hier ist sie. Koloriert in den passenden Farben. Ich würde hier wahrscheinlich das Celadon nehmen. Nein, Quatsch, Papaya. Wusste doch, irgendwann bringe ich sie durcheinander. Ja, und mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Also schneller geht eigentlich nicht. Und wie gesagt, ganz schnell angefertigt. Und das war es auch schon, mein Projekt für heute. Die lange Anleitung kommt in den nächsten Tagen und dazu gibt es dann, hier schau mal, Erdbeeren. Und zwar zu meinem Teebüchlein, was ich letztens gezeigt habe, eine passende Karte in dieser Technik. Ich hoffe, dir hat mein Video gefallen, dann gib mir einen Daumen hoch. Wenn es dir zu schnell war, wie gesagt, die ausführliche Anleitung kommt. Abonniere meinen Kanal, klicke auf die Glocke neben dem Abo-Button, dann verpasst du keines meiner weiteren Videos. Alle verwendeten Materialien sind von der Firma Stampin' Up. Du kannst sie direkt über mich bestellen. Gern beantworte ich dir all deine Fragen dazu. Ich wünsche dir kreative Zeiten. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon drauf. Deine Angela von der Stempelfamilie.